Heute machen wir diesen bayerischen Kartoffelsalat und dafür brauchst du die folgenden Zutaten. So, wir starten damit, die Kartoffeln zu kochen. Die habe ich bereits abgewaschen und in den Topf schon mal einschalten auf die höchste Stufe. Dann geben wir als nächstes Wasser mit dazu. Das ist die passende Wassermenge, so viel Wasser, dass ungefähr die oberste Kartoffel zur Hälfte noch frei ist. Dann gebe ich dazu Salz und ein bisschen Kümmel. Ich gebe immer Kümmel mit dazu bei Kartoffeln, weil ich einfach finde, es gibt den Kartoffeln nochmal einen extra guten Geschmack. Jetzt den Deckel drauf und dann lassen wir unsere Kartoffeln für 20 bis 30 Minuten kochen, bis sie durch sind. So, unsere Kartoffeln haben jetzt ungefähr 25 Minuten gekocht. Dann schauen wir mal, ob sie soweit durch sind. Ja, die sind weich. So, die Kartoffeln habe ich jetzt soweit abgeschüttet, nochmal mit kaltem Wasser abgewaschen. Die lassen wir jetzt leicht auskühlen. Währenddessen habe ich hier hinten schon einen Topf aufgestellt mit 250 Milliliter Wasser und dann schalten wir auch den ein für unsere Brühe. Ich habe hier einen halben Brühwürfel. Ich benutze für den bayerischen Kartoffelsalat eigentlich immer Rinderbrühe, aber du kannst natürlich auch Gemüsebrühe nehmen. Das lassen wir jetzt aufkochen und währenddessen machen wir direkt mit den Zwiebeln weiter. Ich benutze da am liebsten Schalotten, aber auch da hast du die freie Wahl. Einfach erstmal abschälen und in kleine Würfel schneiden. Dafür schneide ich die erstmal hier so in Streifen und die dann nochmal quer, sodass wir so kleine Würfelchen haben quasi. Muss auch nicht so ganz akkurat sein. Da braucht man sich jetzt nicht so stressen. So, unser Wasser kocht auch schon. Dann können wir das auch direkt wieder ausschalten. Es ist wichtig, dass du eine heiße Brühe nimmst, keine kalte. So, hier haben wir jetzt die gewürfelte Zwiebel. Die gebe ich jetzt hier schon mal mit in den Sud rein, damit die so noch leicht blondieren. Da gebe ich jetzt auch schon die anderen Gewürze rein, nochmal so ein bisschen Salz. Wobei du Salz jetzt nicht mehr so viel brauchst, weil es ja durch die Brühe schon relativ stark ist. Dann kommt hier auch noch rein ein Teelöffel Zucker, weißer Essig. Ich habe jetzt hier weißen Balsamico-Essig. Ja, das soll nachher mild, leicht sauer und ein bisschen scharf schmecken. Von daher kommt hier jetzt auch noch der Senf dazu. Und dadurch, dass es jetzt halt noch warm ist, löst sich das Ganze dort halt viel besser. Das rühre ich jetzt hier nochmal kurz ein, damit sich das alles schön mit der Soße verbindet. Hier mache ich auch schon ein bisschen Pfeffer mit rein, aber nicht so viel, lieber am Schluss noch ein bisschen nachwürzen. Wenn du den Sud jetzt vorab probierst, nicht erschrecken, der ist sehr streng, aber die Kartoffeln saugen das meiste davon ja auch direkt wieder auf. So, dann beginne ich die Kartoffeln zu schälen. Dazu nehme ich einfach ein Kneipchen oder so ein kleines Messer und pell die Haut da ab. Die Handschuhe helfen auch dabei, weil die ja jetzt noch relativ heiß sind, aber man sollte sie schon möglichst noch warm schälen, weil auch der Kartoffelsalat eigentlich ja warm serviert wird. Je nach Region in Bayern machen manche auch noch Speckwürfelchen an den Salat oder auch Gewürzgurken oder Salatgurke. Ich mache den heute ganz klassisch, so wie er auch auf dem Oktoberfest serviert wird, da ich den passend zu einem Händel mache. Und da soll er natürlich ein bisschen milder sein. Aber du kannst natürlich optional immer selbst entscheiden, was du dran machst, weil er passt ja auch super zu Bratwurst, Leberkäse, also eigentlich überall, wo man eine schöne Kartoffelsalatbeilage braucht. Schreib mir gerne in die Kommentare, wozu du den Kartoffelsalat am liebsten isst. Und ich freue mich natürlich auch immer, wenn du ein Like oder ein Abo da lässt. Die Kartoffeln jetzt einfach in Scheiben schneiden. Ich habe jetzt hier eine Schale. Das ist auch so ein bisschen so eine Thermoschale, die weiter warm hält, weil der Kartoffelsalat ja prinzipiell eher lauwarm gegessen wird. So, hier jetzt erstmal schön in Scheiben schneiden. Es ist ganz normal, dass die, auch wenn es fest kochende Kartoffeln sind, dass die Scheiben so ein bisschen brechen. Ist aber auch nicht schlimm, gibt dem Ganzen seinen Charme und macht hier auch einen hausgemachten Kartoffelsalat aus. So, hier sind jetzt die fertig geschälten und geschnittenen Kartoffeln. Hier geben wir jetzt unsere Brühe drüber.
die wir ja bereits gewürzt haben. Die ist auch noch heiß. So, da drin wende ich den jetzt nochmal so leicht. Und diese Mischung macht den nachher schön schlutzig. Und du wirst auch sehen, die Kartoffeln saugen die Brühe gleich noch schön auf. So, jetzt nur noch den Deckel drauf und den Kartoffelsalat für mindestens eine halbe Stunde, eher 1 bis 2 Stunden einfach ziehen lassen. So, mein Kartoffelsalat hat jetzt für 2 Stunden gezogen. Nehmen wir mal den Deckel ab. Wie du siehst, ist die Brühe relativ aufgebraucht. Er ist immer noch leicht lauwarm. Hier geben wir jetzt als erstes nochmal frischen Pfeffer drauf. Wie gesagt, nicht ganz so viel. Und damit es schön glänzt, nochmal ein bisschen Öl. Das Öl gibt man erst zum Schluss drauf, weil die Kartoffeln sollen ja erstmal schön die Brühe aufsaugen. Hier gebe ich jetzt auch noch direkt für die Optik und auch den Geschmack frischen Schnittlauch drauf. Den schneide ich hier einfach mit der Schere drauf. Da bin ich ganz entspannt. Ich finde es so immer ein bisschen praktischer, weil er dann nicht so matscht, wie wenn man es mit dem Messer macht. Kartoffeln nochmal schön wenden. Ich mache das am liebsten mit den Handschuhen, weil ich finde, dann zermatscht man sie nicht so. Und ja, ich finde, es geht so einfach ein bisschen einfacher und gleichmäßiger. Jetzt kommt mein Lieblingspart, abschmecken. Einfach perfekt. Viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal.